Was passiert während Nahtoderfahrungen? Wann sind wir wirklich tot? Mit dieser Frage beschäftigen sich Sterbeforscher bereits seit Jahrzehnten. Wenn das Herz aufhört zu schlagen und das Gehirn keine Regung mehr zeigt. Wissenschaftler können dazu noch keine konkreten Angaben machen. Allerdings arbeiten sie mit Hochdruck daran. Eine Freundin von mir berichtete, mein Körper liegt auf dem Opetis. Der Brustkorb ist geöffnet. Ich schwebe unter der Decke und sehe auf mich herunter. Die Chirurgen sagen, schneller, wir verlieren sie. Ich empfinde nichts, bin nur erstaunt. Und dann ist da dieses Licht. Es ist wunderschön. Plötzlich habe ich warmen, weichen Boden unter den Nackenfüßen. Meine Großeltern kommen auf mich zu. Sie rufen, Anastasia, Anastasia und umarmen mich. Sie sind gestorben, bevor ich alt genug war, mich an sie zu erinnern. Ich muss also tot sein. Das sind die Aussagen der Anastasia, meine Freundin. Sie war am 22. April 2000 fast gestorben. Die war damals 19 Jahre alt und war sie 23 Minuten lang klinisch tot, bis die Ärzte es schaffen, sie zu reanimieren. Was sie erlebt hat, nennt man eine Nahtoderfahrung. Was genau dieser Mechanismus ist, können Neurologen bis heute nicht erklären. Der Tod ist medizinisch definiert als der irreversible Verlust aller Hirnfunktionen. Das bedeutet, dass jemand, der von Ihnen steht und Ihnen von irgendeiner Todeserfahrung berichtet, nicht tot gewesen sein kann, da er ja seine Hirnfunktion offensichtlich jetzt besitzt und damit niemals unwiderruflich verloren hatte. Könnte das ein Hinweis auf das ewige Leben vielleicht sein? Mal angenommen, wenn das ein Programm ist, also eine Software des Gehirns, dann muss das ja einen Sinn haben. Das heißt, dieser Programmierer hat sich überlegt, dass wir damit unsere Angst von der Tod verlieren und uns sagen, es ist nicht das Ende. Und die Zunahme von außersinnlicher Wahrnehmung im Sterbe belegt, dass es wahrscheinlich ein Leben nach dem Tod gibt, bei dem das Bewusstsein nicht mehr an das Gehirn gebunden ist. Oder? Was sagt ihr denn dazu? Ich würde gerne eure Meinung hören.